Hallo zusammen, ich bin Rahel vom Zentrum der Gesundheit und möchte heute mit euch über das Thema vegane Ernährung sprechen. Wenn es um die vegane Ernährung geht, scheint es mindestens zwei Parteien zu geben. Die einen glauben, die vegane Ernährung sei unglaublich gesund, ja, die gesündeste Ernährung überhaupt. Die anderen sind eher skeptisch und halten die vegane Ernährung für äußerst riskant. Sie sagen, wer vegan lebt, erleide früher oder später gravierende Nährstoffmängel. Wer hat recht von den beiden? Das erfahrt ihr gleich in diesem Video. Was isst man eigentlich, wenn man sich vegan ernährt? Die Antwort ist gar nicht so einfach, denn die eine vegane Ernährung gibt es gar nicht. Ja, im Grunde gibt es nur eine einzige Voraussetzung dafür, dass eine Ernährungsform als vegan bezeichnet werden kann. Sie muss rein pflanzlich sein, enthält also keinerlei Lebensmittel tierischen Ursprungs. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Wurst, keine Milchprodukte, keine Eier, kein Honig. Ansonsten gibt es keine Regeln oder Kriterien. Das bedeutet nun aber auch, dass die vegane Ernährung sehr ungesund sein kann. Denn wer vegane Schokocornflakes frühstückt, zwischendurch ein Croissant mit Marmelade snackt, mittags Nudeln mit Knoblauch und Öl verspeist, zum Nachtisch einige Moncherie nascht, abends Schnittchen mit veganem Käse isst und anschließend eine Packung Chips oder Mikrowellenpopcorn knabbert, ernährt sich eindeutig vegan, aber keinesfalls gesund. Wer also glaubt, die vegane Ernährung sei grundsätzlich gesund, hat Unrecht. Allerdings kann eine vegane Ernährung so gestaltet werden, dass sie tatsächlich sehr gesund ist. Ja, gesünder als viele andere Ernährungsformen. In diesem Fall besteht sie aus Gemüse, Obst, Nüssen, Saaten, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Fertigprodukte, Zucker und Alkohol werden weitgehend gemieden und die Mahlzeiten werden im Idealfall aus vollwertigen Zutaten frisch zubereitet. Eine solche vollwertige und vitalstoffreiche Ernährung kann die Gesundheit auf vielerlei Arten verbessern, wobei ich jetzt nur jene Vorteile aufzähle, zu denen es auch konkrete wissenschaftliche Studien gibt. Die meisten Studien im Zusammenhang mit der veganen Ernährung gibt es zu einem Thema, das viele Menschen zu beschäftigen scheint: dem Abnehmen. Die vegane Ernährung, so die Studienergebnisse, ist bestens dazu geeignet, Übergewicht abzubauen. Eigentlich verständlich, da man ja beim Abnehmen insgesamt auf eine gesunde Ernährung achtet. Wie sieht es nun bei der veganen Ernährung mit möglichen Nährstoffmängeln aus? Muss man Mängel erleiden, wenn man vegan isst? Nein, natürlich nicht. Von vielen Nährstoffen nimmt man als Veganer meist sogar mehr auf als ein Allesesser bzw. Omnivor. Etwa Vitamin C und Vitamin E, Magnesium, Beta-Carotin, aus dem der Körper Vitamin A herstellen kann, Folat, natürliche Folsäure, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Kennt ihr Spermidin? Spermidin ist ein Stoff, der die sogenannte Autophagie fördert, also den Selbstreinigungsprozess der Zelle. Altersforscher fanden heraus, dass 100-Jährige enorm viel Spermidin in ihren Zellen haben. Auch mit Spermidin können sich Veganerinnen und Veganer meist besser versorgen, da der Stoff besonders in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten ist. Zum Beispiel in Weizenkeimen, Erbsen, Kohlgemüse und Shiitake-Pilzen. Dann gibt es Nährstoffe, mit denen viele Menschen unterversorgt sind. Auch dann, wenn sie Allesesser sind, etwa Vitamin D, Jod, Eisen und Omega-3-Fettsäuren. An diese Nährstoffe sollte man also immer denken, egal wie man sich ernährt. Und so wie viele Omnivore zu wenig Magnesium, Vitamin C, Folat und so weiter zu sich nehmen, gibt es auch bei der veganen Ernährung einige Nährstoffe, auf die man verstärkt achten sollte, etwa Vitamin B12 und Zink. Es gibt also kaum eine Ernährung, die automatisch vor einem Nährstoffmangel schützt. Jede Ernährung muss sorgfältig zusammengestellt oder auch mit individuell erforderlichen Nahrungsergänzungen ergänzt werden, damit sie mit allen Nährstoffen gut versorgen kann. Wir erklären auf unserer Webseite ausführlich, worauf bei der veganen Ernährung zu achten ist. Den Link zum entsprechenden Artikel findet ihr unten in der Infobox. Inzwischen wird die vegane Ernährung, natürlich nur wenn sie gut geplant ist, auch von immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und von vielen Ernährungsfachgesellschaften als Dauerernährungsform empfohlen, etwa von der US-amerikanischen Academy of Nutrition and Dietetics. Das ist die weltgrößte Vereinigung von Ernährungsfachkräften. Selbst für Schwangere, Stillende und Kinder sei die vegane Ernährung geeignet. Derselben Meinung sind die kanadische und die australische Ernährungsgesellschaft. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung fällt da etwas aus dem Rahmen und sieht es leicht anders.
Wer sich vegan ernähren wolle, könne das zwar ohne gesundheitliche Einbußen tun, aber Schwangere, Stillende und Kinder sollten sich der DGE zufolge nicht vegan ernähren. Studien zeigen jedenfalls, dass Veganer bzw. alle Menschen, die sich bevorzugt von pflanzlicher Kost ernähren, ein deutlich gesünderes Herz-Kreislauf-System und somit auch eine höhere Lebenserwartung haben. Denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind schließlich die Todesursache Nummer 1. Das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln, ist bei Vegetariern um 24% niedriger als bei Fleischessern, bei Veganern sogar um 57% niedriger. Allerdings betreffen diese Zahlen Langzeit-Vegetarier und Langzeit-Veganer. Es genügt also nicht, mal eben 2 Wochen vegan zu essen. Menschen, die sich vegan ernähren, haben einen niedrigeren Blutdruck und bessere Blutfettwerte. Ja, selbst eine bestehende Arteriosklerose, also eine Arterienverkalkung, soll sich mit Hilfe einer veganen Ernährung wieder zurückbilden lassen. Die verstopften Blutgefäße können sich also wieder öffnen, was erst wieder in einer Studie von 2018 bestätigt wurde. Das ist eine Sensation, denn die Schulmedizin betrachtet eine Arteriosklerose als unheilbar und irreversibel. Die vegane Ernährung schafft also das, was Medikamente meist nicht schaffen. Sie heilt. Möglicherweise trägt auch das niedrigere Körpergewicht von Veganern und Veganerinnen dazu bei, dass sie gesünder sind als der Durchschnitt. Studien zeigten nämlich, dass sie deutlich seltener zu Übergewicht neigen als Omnivore, sodass sich die vegane Ernährung auch ganz prima zum Abnehmen eignet. Auch das Risiko für Diabetes sinkt, wenn man vegan isst. Gleichzeitig steigt bei einer vollwertigen pflanzenbasierten Ernährung die Chance, dass sich ein Diabetes auch wieder bessern kann. Ganz ähnlich sieht es in Sachen Krebs aus. Frauen, die vegan essen, erkranken seltener an Brustkrebs und Eierstockkrebs, während Männer, die sich vegan ernähren, seltener an Prostatakrebs erkranken. Und auch im Fall von Magenproblemen ist die vegane Ernährung ein Versuch wert. In einer Studie von 2017 hat sich gezeigt, dass eine vegane Ernährung bei Reflux besser hilft als die typischen Säureblocker. Die vegane Ernährung kann also äußerst gesund sein und führt auch nicht zwangsläufig zu Mangelerscheinungen. Aber sie ist doch recht extrem, finden viele Menschen. Wisst ihr, was wir wirklich extrem finden? Dass im Jahr 2019 allein in Deutschland knapp 763 Millionen Tiere, nämlich Hühner, Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde, geschlachtet wurden. 763 Millionen Leben, die beendet wurden, weil Menschen Fleisch essen möchten, obwohl sie es zum gesund Leben und gesund bleiben nicht bräuchten. 763 Millionen Leben, die gewaltsam und viel zu früh beendet wurden. Extrem ist, dass Rinder für Rindfleisch nach spätestens 10 Monaten getötet werden, aber eine Lebenserwartung von 25 Jahren hätten. Ein Masthuhn wird nach 6 Wochen geschlachtet, könnte aber gut und gerne 8 Jahre alt werden. Extrem finden wir also, dass man anderen Wesen das Recht auf ein erfülltes Leben nimmt und sie selbst die wenigen Wochen, die sie am Leben sind, wie Schwerverbrecher behandelt, sie einsperrt und misshandelt, bis es Zeit für den Schlachthof ist. Extrem, dass man sich in manchen Schlachtbetrieben nicht einmal um einen schnellen, schmerz- und angstfreien Tod kümmert. Im Gegenteil, Elektrotreiber werden eingesetzt, Misshandlungen sind gang und gäbe und Fehlbetäubungsraten sind hoch, was bedeutet, dass ein großer Teil der Tiere jeden Handgriff des Schlachtvorgangs bei Bewusstsein erlebt und somit qualvoll sterben muss. Das ist nicht ausgedacht, sondern das Ergebnis mehrjähriger Kontrollen einer Amtstierärztin aus Darmstadt. Wenn man das Thema unter diesem Licht betrachtet, dann ist die vegane Ernährung wirklich sehr extrem. Extrem mitfühlend, extrem tier- und umweltfreundlich und, wenn man es richtig macht, extrem gesund. Falls ihr nun befürchtet, dass die vegane Ernährung irgendwie eintönig sein könnte oder man etwas vermissen wird, weil man einige der gewohnten Lebensmittel nun nicht mehr isst, dann seid herzlich auf unserem Kochkanal eingeladen. Dort haben wir die Zubereitung von inzwischen annähernd 600 veganen Rezepten verfilmt. Eintönig ist die vegane Ernährung also nur dann, wenn man weiter so isst wie bisher und einfach nur Fleisch, Käse und Eier weglässt. Vegan zu essen bedeutet jedoch Neues kennenzulernen, bisher unbekannte Lebensmittel auszuprobieren und ihre Zubereitung zu erlernen. Es können sich ganz neue Kochwelten eröffnen, wenn ihr den Mut habt, Neues zu wagen. Meine Erfahrung ist, dass es sogar richtig viel Spaß macht, weshalb ich mit euch meine Freude an der veganen Küche teilen möchte. Alle unsere Rezeptvideos findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite zentrumdergesundheit.de findet ihr sogar eine noch größere Auswahl an gesunden veganen Rezepten.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mal in einem Infovideo oder sehr gerne auch in der Küche. Wenn ihr unsere neuesten Rezepte nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke und wir sehen uns dann.